Objektnummer SCP-035-DE. Klassifizierung: sicher. Sicherheitsmaßnahmen: SCP-035-DE befindet sich im Standort DE-18 auf der Ebene 3 im Verwahrungsraum 321 und wird dort in einem aufklappbaren Behälter mit einer gepolsterten Innenfläche verwahrt, welches sich in einem Tresor der Klasse S4 befindet. Beim Entnehmen von SCP-035-DE aus dem für SCP-035-DE vorgesehenen Behälter sind Schutzhandschuhe vorgeschrieben. Hautkontakt mit SCP-035-DE ist für unautorisiertes Personal strengstens untersagt. Bei Tests mit SCP-035-DE müssen 2 Sicherheitsbeamte in Schutzanzügen, die mit einem Flammenwerfer ausgestattet sind, die jeweiligen Testkammern mit SCP-035-DE 1 und 2 überwachen. Im Falle eines nicht planmäßigen Erscheinen von SCP-035-DE 3 oder einer SCP-035-DE 4 Instanz sind beide durch Flammeneinwirkung zu liquidieren. Wenn eine Instanz von SCP-035-DE 4 geplant, SCP-035-DE 1 durchquert, ist die Instanz von mit Elektroschockstäben bewaffneten Sicherheitsbeamten in eine zuvor bereitgestellte Transportbox zu treiben. Die sichergestellte SCP-035-DE 4 Instanz soll entweder direkt einer vorbereiteten Testkammer oder einem temporären Verwahrungsraum zugestellt werden. Instanzen von SCP-035-DE 4, die zu keinen weiteren Tests gebraucht werden sollen, durch den Einsatz eines Flammenwerfers terminiert werden. Anmerkung: Um Missbrauch von SCP-035-DE durch Klasse D-Personal vorzubeugen, darf SCP-035-DE nur dem Klasse D-Personal ausgehändigt werden, sofern dieses ein Elektroschock-Halsband und eine Fußfixierung trägt. Beschreibung: SCP-035-DE ist ein kugelförmiges Objekt mit einem Durchmesser von 10 cm und einem Gewicht von 1,5 Kilogramm. Die äußere Schicht von SCP-035-DE besteht aus einer 5 mm dicken Ummantelung aus Obsidian, die mit einer 5 mm breiten und 5 mm tiefen Gravur verziert wurde, welche keiner bekannten Symbolik zugeordnet werden konnte. Die Gravur legt das Äußere des inneren Kerns von SCP-035-DE frei, welcher aus einem unbekannten roten Kristall mit einer undurchsichtigen inneren dunklen Masse besteht. Wenn SCP-035-DE in direktem Hautkontakt mit einer menschlichen Hand kommt, fängt der Kristall von SCP-035-DE an, in verschiedenen Rottönen zu leuchten. Im Inneren des Kristalls wird die undurchsichtige dunkle Masse in Bewegung versetzt und die Oberfläche des Kristalls weist daraufhin eine Temperatur von 12 Grad Celsius auf. Die SCP-035-DE-Nutzer sind in der Lage, Portale SCP-035-DE 1 und 2 zu Orten zu erschaffen, welche die Testsubjekte sahen, sich diese bildlich vorstellten und mit geöffneter Handfläche in eine Richtung zeigten, wo SCP-035-DE 1 erscheinen sollte. Dabei verschwinden etwa 0,4 Liter Blut aus dem Körper des SCP-035-DE-Nutzers. Falls genug Raum vorhanden ist, manifestiert sich SCP-035-DE 1 in 2 Metern Entfernung vom SCP-035-DE-Nutzer. Während sich das Ausgangsportal SCP-035-DE 2 an dem vom SCP-035-DE-Nutzer gewünschten Ort manifestiert. SCP-035-DE 2 benötigt dieselben Größe wie SCP-035-DE 1, um sich zu manifestieren. Der tatsächliche Ort des gewünschten Erscheinungspunkts von SCP-035-DE 2 kann um bis zu 2 Metern abweichen. Falls nicht genügend Raum vorhanden ist, erscheinen weder SCP-035-DE 1 noch SCP-035-DE 2 und der SCP-035-DE-Nutzer verliert kein Blut. SCP-035-DE 1 und 2 manifestieren sich in etwa 10 cm Höhe und sind senkrechte ovalförmige Portale, die 1,60 Meter hoch, 60 cm breit und 0 zensiert Millimeter dick sind. Diese bewegen sich wellenartig und behalten eine Temperatur von konstanten 3 Grad Celsius. SCP-035-DE 1 und 2 bestehen komplett aus verschwundenem Blut des SCP-035-DE-Nutzers. Es ist möglich, durch die beiden Vorderseiten von SCP-035-DE 1 und 2 auf die jeweils andere Seite des Übergangs durch eine dünne Blutwand durchzusehen. Geräusche können in gedämpfter Form SCP-035-DE 1 und 2 durchdringen.
Die Seiten- und Hinterseite von SCP-035-DE1 und 2 bestehen aus einer undurchsichtigen Blutschicht, durch die kein Eintreten möglich ist. Darüber hinaus bietet SCP-035-DE2 ebenfalls dieselbigen Effekte wie SCP-035-DE1. Wenn eine Person durch SCP-035-DE1 oder SCP-035-DE2 hindurchgeht, wird diese mit dem Blut des SCP-035-DE1 und 2, aus dem die Portale bestehen, nicht benetzt, da sich das Blut der Vorderseite von SCP-035-DE1 und 2 bei Berührung zur Seite gedrückt wird. Das Übertreten durch SCP-035-DE1 und 2 verursacht eine milde Hypertonie, eine zeitweilige um maximal 3 Grad Celsius erhöhte Körpertemperatur, Übelkeit und eine kurz andauernde Orientierungslosigkeit. Zudem wurde festgestellt, dass bei Personen, die SCP-035-DE1 oder SCP-035-DE2 durchqueren, 0,2 Liter Blut aus ihren Körpern spurlos verschwinden. Die Anomalien von SCP-035-DE halten so lange an, wie SCP-035-DE sich in der Hand des Benutzers befindet. Wenn SCP-035-DE keinen Handkontakt mehr mit dem Benutzer hat, verschwinden SCP-035-DE1 und 2. Dabei werden Subjekte oder Objekte, die sich im Übergang zwischen SCP-035-DE1 und 2 befanden, durchgetrennt. Wenn SCP-035-DE1 oder SCP-035-DE2 in Kontakt mit Feuer treten, lösen sich SCP-035-DE1 und 2 gleichzeitig auf. Während den Testversuchen von SCP-035-DE öffnete sich beim 035-D-Zwischenfall-1 ein Übergang zu einer Zwischendimension, SCP-035-DE3. Der Übergang zu SCP-035-DE3 öffnete sich durch das Denken an Blut beim Gebrauch von SCP-035-DE. Bei der Öffnung eines Übergangs zu SCP-035-DE3 fängt SCP-035-DE intensiv zu leuchten an. Die Trennung zwischen dem SCP-035-DE-Nutzers und SCP-035-DE führt zu keinem Verschwinden von SCP-035-DE1, wenn dieses zu SCP-035-DE3 führt. Nach einem Zeitraum von SCP-035-DE1 von alleine. Erst wenn der Übergang zu SCP-035-DE3 verschwunden ist, kann SCP-035-DE wieder regulär benutzt werden. Eine Zerstörung von SCP-035-DE1 mit einem Übergang zu SCP-035-DE3 durch Feuer ist möglich. Eine Größenbestimmung von SCP-035-DE3 ist nicht möglich. Und eine Kartografie wurde als zwecklos erachtet, da bei jedem Öffnen von einem Übergang zu SCP-035-DE3 der Erscheinungsort von SCP-035-DE2 in SCP-035-DE3 ein komplett anderer ist. Versuche der Erschaffung eines Übergangs zu einer gezielten Räumlichkeit von SCP-035-DE3 scheiterten, da SCP-035-DE2 sich auch an einem zufälligen Ort von SCP-035-DE3 manifestierte. SCP-035-DE3 besteht aus einem Komplex von unterschiedlich großen, runden Räumen, welche jeweils in jeder Himmelsrichtung eine tunnelartige Öffnung haben, die zu weiteren Räumen oder länglichen Korridoren führen. In SCP-035-DE3 befinden sich rot leuchtende Kristallsäulen mit einer inneren dunklen Masse, die sich in Bewegung befindet. Die Oberfläche von den Kristallsäulen beläuft sich auf konstante 12 C-Grad. Allerdings bleibt die Raumtemperatur von SCP-035-DE3 auf 3 Grad Celsius. Darüber hinaus weisen die Kristallsäulen dieselbe Beschaffenheit auf, wie der Kristall von SCP-035-DE. Die Decken, Wände und Böden von SCP-035-DE3 bestehen aus ungewöhnlichem widerstandsfähigen geronnenen Blut. Die Böden sind zudem in etwa 2 cm tief mit halbflüssigem Blut bedeckt. Beim Durchqueren von SCP-035-DE1 mit einem Übergang zu SCP-035-DE3 wird die Körpertemperatur der jeweiligen Testsubjekte vorübergehend um 3 bis 4 Grad Celsius erhöht. Außerdem steigt der Blutdruck der Testsubjekte zu einer mittelschweren Hypertonie auf. SCP-035-DE3 wird von einer unbestimmten Anzahl von Instanzen bewohnt, die als SCP-035-DE4 designiert werden. SCP-035-DE4 sind 1,9 bis 2,5 Meter lange, 50 bis 60 cm breite, wirbellose Individuen, die eine abgeflachte ovale Form mit einer Körperringelung haben.
Die SCP-035-DE4-Instanzen sind von einer wurmartigen Gestalt mit einem breiteren und einem dünneren Körperende. An beiden Körperenden von SCP-035-DE4 befindet sich ein Saugnapf. Am dünneren Ende von SCP-035-DE4 ist in der Regel der Saugnapf deutlich kleiner und wird von den SCP-035-DE4-Instanzen vorwiegend zum Vortasteten, Festhalten von Beute sowie zur raupenartigen Fortbewegung verwendet. Weitere Tests ergaben, dass SCP-035-DE4 ebenfalls fähig sind, mit wellenartigen Bewegungen sich in Wasser fortzubewegen. Die SCP-035-DE4-Instanzen bestehen zudem ausschließlich aus einer dunklen, festen Blutmasse, und trotz fehlender Sinnesorgane reagieren Instanzen von SCP-035-DE4 auf Geräusche, Wärme und Lichtveränderungen. SCP-035-DE4-Instanzen sind anderen Lebewesen gegenüber feindselig und, falls sie die Anwesenheit eines Menschen bemerken, versuchen die SCP-035-DE4-Instanzen, diesen zu überwältigen. Dabei richtet sich SCP-035-DE4 vor seinen Opfern auf und lässt sich mit der Unterseite auf diese fallen. Dadurch werden die Opfer erdrückt bzw. von der Instanz erstickt. Wenn sich unter SCP-035-DE4 ein Individuum befindet, sondert SCP-035-DE4 ein Sekret ab, welches das Subjekt lähmt. Wenn das Opfer handlungsunfähig ist, absorbiert SCP-035-DE4 das Blut des unter der Instanz liegenden Opfers. Ein erkennbarer Prozess, wie SCP-035-DE4 das Blut der Opfer absorbiert, konnte nicht festgestellt werden. Alleinig, dass das Blut von den unter SCP-035-DE4 Subjekten verschwindet und der jeweiligen Instanz hinzugefügt wird. Instanzen von SCP-035-DE4 sind in der Lage, aus der hinteren Seite von SCP-035-DE1 und 2 auszutreten. Auch wenn SCP-035-DE1 und 2 keinen Übergang zu SCP-035-DE3 darstellen. Bisher konnte nicht festgestellt werden, wie es den SCP-035-DE4-Instanzen möglich ist, dies zu tätigen. Wenn SCP-035-DE1 und 2 unter Strom gesetzt werden, wurden keine Fälle dokumentiert bei den Instanzen von SCP-035-DE4 aus der Hinterseite von SCP-035-DE1 oder SCP-035-DE2 heraustraten. Das ausgewertete Filmmaterial von den 035-D-Erkundungen ergab, dass SCP-035-DE4 eine Schwarmintelligenz besitzt, welche beim Jagen eingesetzt wird. Ohne erkennbare Kommunikation zwischen den SCP-035-DE4-Instanzen sind diese in der Lage, gejagte Subjekte in Hinterhalte zu treiben oder Subjekten, die sich in SCP-035-DE3 befanden, die Fluchtwege zu SCP-035-DE2 abzuschneiden. SCP-035-DE4 reagiert empfindlich auf Elektrizität und Feuer. Durch Gewalteinwirkung, Stromschläge oder Feuer können Instanzen von SCP-035-DE4 terminiert werden. Beim Terminieren von SCP-035-DE4 löst sich die feste Blutmasse der Instanz und hinterlässt eine Blutlache. Untersuchungen der Blutmasse von SCP-035-DE4 ergaben, dass die SCP-035-DE4-Instanzen der Blutgruppe AB+ angehören. Nachtrag. Experimente mit SCP-035-DE ergaben, dass bei einer Überquerung in die R3378-DE die Körpertemperatur der Testsubjekten um 10 Grad Celsius bis 12 Grad Celsius ansteigt. Entdeckung. Inzensiert wurde von den Bewohnern der Ortschaft ein abgebrannter Planwagen mitten auf einer Landstraße entdeckt. Unter den Wrackteilen des Planwagens wurde SCP-035-DE bei den Aufräumarbeiten von einem der Arbeiter gefunden, der die Anomalie von SCP-035-DE auslöste. Durch die Weiterleitung des Vorfalls mit der Anomalie von SCP-035-DE an die örtlichen Behörden wurde der deutsche Zweig der SCP Foundation auf das Ereignis aufmerksam. Nach der Vertuschung durch die Abteilung für außerbetriebliche Angelegenheiten wurde SCP-035-DE sichergestellt und im Standort DE18 abgeliefert. Aufzeichnung. Zwischenfall 1. 035-D Zwischenfall 1. Vorwort. Die folgenden Szenen wurden durch eine Überwachungskamera aufgezeichnet. Dr. Belland sprach über eine Lautsprecheranlage zu D1410.
D1410 befindet sich mit einer Fußfixierung mittig der Testkammer. Rechts von D1410 befindet sich SCP-035-DE auf einem Podest mit einer Schaumstofffixierung für SCP-035-DE. Dr. Belland: D1410, nehmen Sie mit einer Hand die Kugel aus der Schaumstofffixierung und halten Sie Ihre andere Hand in Richtung der Ihnen gegenüberliegenden Wand, während Sie an den Nebenraum der Testkammer denken. D1410 befolgt die Anweisungen von Dr. Belland und SCP-035-DE fängt in verschiedenen Rottönen an zu leuchten. Währenddessen erscheint SCP-035-DE1 mit einem Übergang zum Nebenraum der Testkammer. Wow! SCP-035-DE gleitet aus der Hand von D1410 und fällt zu Boden. SCP-035-DE erlischt und SCP-035-DE1 verschwindet daraufhin. D1410 hebt SCP-035 vom Boden auf und richtet seine Hand unaufgefordert zu seiner gegenüberliegenden Wand. Das war eine Menge Blut. SCP-035-DE fängt stark in verschiedenen Rottönen an zu leuchten. SCP-035-DE1 erscheint mit einem Übergang zu SCP-035-DE3. D1410, an was haben Sie gerade gedacht? An Blut? D1410, legen Sie die Kugel auf das Podest zurück. D1410 legt SCP-035-DE zurück aufs Podest. SCP-035-DE leuchtet ununterbrochen grell in verschiedenen Rottönen. SCP-035-DE1 mit dem Übergang zu SCP-035-DE3 ist immer noch in der Testkammer präsent. Eine SCP-035-DE4-Instanz aus SCP-035-DE3 durchquert SCP-035-DE2. Was ist das? Die SCP-035-DE4-Instanz überquerte SCP-035-DE1 und bewegt sich auf D1410 zu. Hey, hallo, Hilfe! Helft mir! D1410 versucht seine Fußfixierung zu lösen. Die SCP-035-DE4-Instanz richtet sich vor D1410 auf und stürzt sich auf den Klasse D-Mitarbeiter. Die SCP-035-DE4 bewegte sich nicht, als die Instanz auf D1410 lag. Die Sicherheitstür zum Nebenraum der Testkammer und die Sicherheitstür zum Korridor der Forschungsstation öffnen sich gleichzeitig. 6 Sicherheitsbeamten in Schutzanzügen betreten die Testkammer, jeweils 2 mit Elektroschockstäben, konventionellen Sturmgewehren sowie Sicherheitsbeamten, die mit einem Flammenwerfer bewaffnet sind. Die Sicherheitstür zum Korridor verschloss sich sofort, als die Sicherheitsbeamten die Testkammer betraten. SCP-035-DE4 wendet sich zu den Sicherheitsbeamten und lässt von D1410 ab, D1410 bleibt regungslos auf dem Boden liegen. Die Instanz von SCP-035-DE4 bewegt sich auf die Sicherheitsbeamten zu. Die Sicherheitsbeamten mit den Elektroschockstäben bewegen sich auf die SCP-035-DE4-Instanz zu. Die beiden Sicherheitsbeamten greifen abwechselnd die SCP-035-DE4-Instanz an. Die SCP-035-DE4-Instanz zuckt zurück und schlägt mit seinem dünneren Körperende den Stab weg. Die Sicherheitsbeamten mit den Gewehren richten ihre Läufe auf die Instanz und geben eine Gewehrsalve ab. Die Instanz zuckt erneut zurück, der vorherige Sicherheitsbeamte konnte seinen Elektroschockstab aufheben. Mit einigen Elektroschocks gelang es, die SCP-035-DE4-Instanz in den Nebenraum der Testkammer zu drängen. Als die SCP-035-DE4-Instanz die Testkammer verlassen hat, schloss sich die Sicherheitstür des Nebenraums. Anmerkung: Die SCP-035-DE4-Instanz wurde von einer Eindämmungseinheit im Nebenraum der Testkammer in eine Transportbox eingedämmt und für die weitere Untersuchung der sichergestellten SCP-035-DE4-Instanz auf die Ebene zensiert. In den Verwahrungsraum zensiert. Transferiert. Nachtrag. Nach Bergung von D1410 stellte sich heraus, dass 2,3 Liter Blut im Körper des Klasse D-Mitarbeiter fehlte, was die Menge überstieg, die durch das Benutzen von SCP-035-DE verloren geht.
Tests mit der sichergestellten SCP-035-DE4-Instanz vom 035-D-Zwischenfall-1 zeigten, dass SCP-035-DE4 in der Lage sind, Blut von Menschen bei Kontakt zu absorbieren. Aufzeichnung Zwischenfall 2. 035-D Zwischenfall 2. Vorwort. Die folgenden Szenen wurden durch 2 Überwachungskameras aufgezeichnet, welche sich in der Testkammer und im Nebenraum der Testkammer befinden. Dr. Richter sprach über eine Lautsprecheranlage zu D1863. D1863 befindet sich mit einer Fußfixierung mittig der Testkammer. Rechts von D1863 befindet sich SCP-035-DE auf einem Podest mit einer Schaumstofffixierung für SCP-035-DE. Dr. Richter. D1863, nehmen Sie die Kugel vom Podest und halten Sie Ihre andere Hand in Richtung der Ihnen gegenüberliegenden Wand, während Sie an den Nebenraum der Testkammer denken. D1863 befolgt die Anweisungen von Dr. Richter und SCP-035-DE fängt daraufhin an, in verschiedenen Rottönen zu leuchten. Währenddessen erscheint SCP-035-DE1 mit einem Übergang zum Nebenraum der Testkammer. Die Fußfixierung von D1863 wird losgelöst. D1863, gehen Sie mit der Kugel durch das Portal. D1863 geht mit SCP-035-DE durch SCP-035-DE1 und erscheint im Nebenraum der Testkammer. D1863, legen Sie die Kugel auf das Podest. D1863 geht zum Podest hin, welches sich im Raum befindet. In der Testkammer mit SCP-035-DE1 tritt aus der Hinterseite von SCP-035-DE1 eine SCP-035-DE4-Instanz heraus. Halt! D1863, legen Sie die Kugel nicht aufs Podest. Behalten Sie die Kugel in der Hand. Mit einem verunsicherten Gesichtsausdruck behält D1863 SCP-035-DE in der Hand und dreht sich zu SCP-035-DE2 um. Die SCP-035-DE4-Instanz in der Testkammer mit SCP-035-DE1 bewegt sich durch den Raum. Es betritt ein Sicherheitsbeamter in einem Schutzanzug und mit einem Flammenwerfer bewaffnet die Testkammer. Der Sicherheitsbeamte richtet seinen Flammenwerfer auf die SCP-035-DE-Instanz und terminiert diese. Anmerkung: Seit 035-D-Zwischenfall-2 muss jeweils ein Sicherheitsbeamter mit einem Flammenwerfer in den Testkammern anwesend sein, während die Testversuche mit SCP-035-DE stattfinden. Aufzeichnung Erkundung 035-D-Erkundung 3. Vorwort. Der Versuch, mit Hilfe einer Kameradrohne die Erkundung von SCP-035-DE3 durchzuführen, scheiterte, da das Signal der Kameradrohne in SCP-035-DE3 verloren ging. Die Erkundung 035-DE3 wurde mit D1944 durchgeführt. D1944 wurde mit einer Ansteckkamera mit einem eingebauten Mikrofon ausgestattet. D1944 wurde instruiert, SCP-035-DE3 zu erkunden und bei Fund von den verschollenen Klasse D-Mitarbeitern die Ansteckkameras zu bergen. D1944 steht vor SCP-035-DE1 mit einem Übergang zu SCP-035-DE3. Das sieht für mich aus wie ein Tor zur Hölle. D1944 überschreitet SCP-035-DE1 und findet sich in SCP-035-DE3 wieder. Die Kamera erfasst das D1944 nach dem Überschreiten von SCP-035-DE1 und 2 schwankt und sich in einem großen runden Raum befindet. In dem Raum sind mehrere Säulen und 4 Wandöffnungen. Die Säulen bestehen scheinbar aus rot leuchtenden Kristallen, die dem Kristall von SCP-035-DE ähneln. Die Decke und Wände des Raums sind mit einer Blutkruste überdeckt. Ich stehe in halbflüssigem Blut. Oh Mann, mir ist übel. D1944 bewegt sich durch den Raum zu der Wandöffnungen, die gegenüber SCP-035-DE2 liegt. Verflucht ist es hier kalt. Die Wandöffnung, durch die man erst einige Schritte durchgehen muss, um in den nächsten Raum zu gelangen, führte den Klasse D-Mitarbeiter zu einem weiteren runden Raum, der dem vorherigen gleicht. Den 1944 geht zur nächsten gegenüberliegenden Wandöffnung, durch die er zu einem länglichen Korridor gelangt, wo sich mittig weitere, aber diesmal dünnere Kristallsäulen befinden.
Nachdem D1944 den Korridor durchquerte, befand er sich in einem größeren runden Areal, der in der Mitte eine Vertiefung hat. Dort befindet sich eine dicke Kristallsäule, und um die Säule herum sind 3 SCP-035-DE4-Instanzen, die sich an der Säule anlehnen. D1944 zögerte, bevor er an der Wand entlang ging, bis zur nächsten Wandöffnung, wo sich D1944 in einem kleineren runden Raum wiederfindet, wo eine SCP-035-DE4-Instanz durch den Raum zu einer anderen Wandöffnung bewegte. Während des Wartens darauf, dass die Instanz den Raum verließ, erblickt D1944 einen verschollenen Klasse D-Mitarbeiter, der mit dem Bauch auf dem Boden lag. Als sich die SCP-035-DE4-Instanz sich nicht mehr im Raum befand, schlich sich D1944 zu dem am Boden liegenden Klasse D-Mitarbeiter. Anmerkung: Beim verschollenen Klasse D-Mitarbeiter handelt es sich um D1939 von der Erkundung 035-DE2. D1944 dreht den am Boden liegenden Klasse D-Mitarbeiter um. Scheiße. D1944 zuckt beim Anblick der bleichen Leiche von D1939 zurück, die eine unnatürliche eingefallene Haut hat. Bei Gott, diese Dinger dürfen mich nicht erwischen. D1944 nimmt zögerlich die Ansteckkamera von D1939 an sich. Ein Plätschern ist im Hintergrund zu hören. D1944 dreht sich zu der Wandöffnung, durch die die SCP-035-DE4-Instanz verschwunden ist. An dieser Wandöffnung ist dieselbige Instanz zu sehen, die sich auf D1944 zu bewegt. 2 der SCP-035-DE4-Instanzen, welche am Kristall des Vorraums angelehnt waren, bewegen sich aus der Wandöffnung des Vorraums ebenfalls auf D1944 zu. D1944 rennt zu einer freien Wandöffnung, die sich in der Richtung von des Raums mit SCP-035-DE2 befindet. Im nächsten Raum angekommen sieht D1944 einen weiteren runden Raum, wo die Säulen diesmal kreisförmig angeordnet sind. In der Mitte befindet sich eine größere Vertiefung, die mit Blut gefüllt ist. Aus dieser kriecht eine SCP-035-DE4-Instanz heraus. Ohne Pause einzulegen, läuft D1944 um die Instanz in die Richtung des Raums, wo sich SCP-035-DE2 befindet. Weiteres Plätschern ist zu hören, als D1944 den nächsten Raum betrat. Darin befanden sich 2 weitere SCP-035-DE4-Instanzen, die aufrechtstehend die Wege zu den Räumen versperrten, durch die man zu den Raum mit SCP-035-DE2 gelangen würde. Die SCP-035-DE4-Instanzen verharrten in den Wandöffnungen und hinter D1944 bewegten sich 3 Instanzen von SCP-035-DE4 auf ihn zu. D1944 läuft zu der einzigen der 4 Wandöffnungen, die frei war. Die Wandöffnung führt zu einem Korridor ähnlich dem vorherigen, der allerdings in einer Korridorkreuzung mündet. Am anderen Ende des gegenüberliegenden Korridors bewegt sich eine Instanz auf die Kreuzmündung zu. D1944 rennt zu der Korridorkreuzung, zur rechten und zur linken von D1944 stehen 2 SCP-035-DE4-Instanzen, die sich auf ihn stürzen. D1944 springt zurück und fällt auf den Rücken. Als die beiden Instanzen auf den Boden aufkamen, springt der Klasse D-Mitarbeiter auf, rennte über die rechte SCP-035-DE4-Instanz drüber und den Korridor entlang. Im nächsten Raum angekommen, erblickt D1944 die nächste Instanz, welche aus dem Vorraum kommt, der zu dem Raum mit SCP-035-DE2 führt. Schwer atmend läuft D1944 geradeaus zum nächsten Raum, der gegenüber dem Ausgang des Korridors liegt. Es ist ein kleinerer, runder Raum, wo in der Mitte eine einzelne Kristallsäule sich befindet. D1944 schaut nach rechts. Dort ist ein weiterer länglicher Korridor mit einer Kreuzung. In diesen Korridor läuft D1944 hinein. Auf der Kreuzung des Korridors angekommen, überrascht ihn von der Seite eine SCP-035-DE4-Instanz. Die Instanz stürzt sich auf D1944. Der Klasse D-Mitarbeiter springt und wirft sich auf den blutigen Boden hin, um der Instanz auszuweichen. Anmerkung: Die Ansteckkamera löst sich vom Overall von D1944. Scheiße, wo ist das Ding? Auf dem Boden liegend greift D1944 nach der Ansteckkamera und kriecht in Richtung des Vorraums, durch den man zum SCP
SCP-035-DE2 gelangen kann. Die auf dem Boden liegende Instanz richtet sich auf und stürzt sich erneut auf D-1944. Kriechend konnte D-1944 den weiteren Angriff der Instanz noch einmal ausweichen. D-1944 rappelt sich daraufhin auf. Mit der Ansteckkamera in der Hand haltend, läuft D-1944 aus dem Korridor heraus zum Vorraum von SCP-035-DE2. Im Vorraum angekommen steht D-1944 in einem identischen Raum, in dem sich auch SCP-035-DE2 befindet. Keuchend läuft D-1944 in den Raum mit SCP-035-DE2, wo SCP-035-DE2 mit der Rückseite zu D-1944 levitiert. Im Raum mit SCP-035-DE2 ankommen stürzen sich zwei SCP-035-DE4 Instanzen von den Seiten der Wandöffnung auf D-1944. Oh Gott, nein. Anmerkung: D-1944 hebt seine Hände schützend vor sich. Dabei lässt er die Ansteckkamera los, die vor D-1944 zu Boden fällt und mit einer blutverschmierten Linse die Hinterseite von SCP-035-DE2 filmt. Dumpfe Schreie von D-1944 sind zu hören, die immer undeutlicher werden. 13 Minuten später. Ein Klasse D-Mitarbeiter tretet aus SCP-035-DE2 heraus und bleibt einen Augenblick stehen. Kurze Zeit später geht der Klasse D-Mitarbeiter um SCP-035-DE2 herum. Dieser ist sichtlich verschreckt, als er in die Richtung schaut, wo D-1944 zu Boden ging. Er blickt danach auf die Kamera, welche ihn filmt. Vorsichtig nähert sich der Klasse D-Mitarbeiter in die Richtung der Kamera, die er aufhebt. Beim Aufheben filmt die Ansteckkamera kurz den bleichen, eingefallenen Körper von D-1944. Mit der Kamera in der Hand geht der Klasse D-Mitarbeiter mit schnellen Schritten zurück zu SCP-035-DE2, durch das er durchgeht. Anmerkung: Bei dem Klasse D-Mitarbeiter handelt es sich um D-1945 von der 035-D-Erkundung 4.